Hallo ihr Lieben, ich bin wieder draußen unterwegs und heute mal mit einem etwas anderen Bild. Irgendwie passt es so ein bisschen zu der Stimmung heute hier draußen. Ja, ich befinde mich hier inmitten eines Kahlschlags, ganz in der Nähe, wo wir wohnen. Und der ist relativ neu entstanden, vor ein paar Monaten, im Winter, mitten im Winter. Und wir sind immer gerne hier spazieren gegangen oder Ski gefahren. Und jetzt mit diesem tristen Bild hier ist das natürlich nicht mehr das Gleiche. Und so, das ist nur einer von ganz vielen Kahlschlägen hier in der Nähe. Und das Bild ist leider sehr, sehr häufig üblich mittlerweile hier in Lappland in den 20 Jahren, wie wir es erlebt haben. Ich muss dazu sagen, ich habe nichts generell gegen Abholzung. Irgendwoher muss das Holz ja kommen. Das ist mir schon klar. Aber es muss nachhaltig geschehen und in einem Takt, wo es auch wieder nachwachsen kann und es sich die Waage hält. Denn definitiv ist der Wald geschrumpft in den Jahren hier in Schweden, seitdem wir hier wohnen. Wird zwar gesagt, offiziell hier in Schweden ist immer noch genauso viel Wald oder sogar mehr Wald als vor 40, 50 Jahren. Aber wenn man sich mal anguckt, was das für ein Wald ist, die kleinen Stängchen, die danach wachsen und wie lange das dauert, bis ein abgeholzter Wald wieder nachgewachsen ist hier oben in Lappland, das dauert ja über eine Lebenslänge. Also wir werden das definitiv nicht mehr erleben und auch meine Tochter nicht. Damit meine ich, bis der Wald wieder so aussieht, wie er vorher ausgesehen hat, wenn das überhaupt geschieht. Denn es dauert über 100 Jahre, bis hier die Bäume wieder so hoch gewachsen sind, dass sie geschlagen werden können. Und das muss man einfach ja auch mitsehen, ne? Das muss man ja mit beachten, dass es hier in Lappland die Wachstumsphase sehr kurz ist und es viel länger dauert, bis ein Wald nachgewachsen ist. So vereinzelte Bäume lassen sie immer stehen, wobei viele von denen dann auch irgendwann umkippen, wenn es zu sehr stürmt zum Beispiel, denn sie werden ja nicht mehr geschützt durch diesen gesamten Wald, der vorher da war, die ganzen Nachbarsbäume. Und ja, die sind dem Wetter wesentlich mehr ausgesetzt. So wie die Pinguine sich schützen gegenseitig in einer Gruppe, um zu überleben im Winter, so brauchen die Bäume auch einander. Und ich glaube, die Menschen, die das hier tun, die diesen Wald abholzen, die sind sich gar nicht bewusst darüber, was sie diesen einzelnen Bäumen damit antun, dass sie stehen lassen. Aber es spielt vermutlich auch keine Rolle für sie. Da zählt am Ende nur das Geld. Es gibt halt nicht nur gute Seiten in Lappland, es gibt auch viele Sachen, die sehr denkwürdig sind und ja, die uns auch wirklich, sage ich mal, zusetzen insofern, dass sie das, wonach wir ja hier suchen, nach dieser Natur und ja, mehr Natur, mehr ursprüngliche Natur, das ist ein heile Weltbild, das ist ein Traumbild, das gibt es nur noch sehr, sehr vereinzelt. Und dass es ursprünglichen Wald gibt, meine ich damit. Es gibt zwar viel nachgepflanzten Wald, aber ursprünglichen Wald gibt es sehr, sehr wenig. Ich hatte jetzt irgendwie was dazu gelesen. Ich glaube, es sind wirklich nur noch ein paar Prozent hier in Schweden, tatsächlich. Ja.
Ja, aber was soll man machen? Was kann man machen? Solange große Firmen da das Sagen haben und Geld, sage ich mal, die Hauptrolle spielt und nicht die Natur im Vordergrund steht, sie zu erhalten, zu schützen, wird das wohl so weitergehen. Und Schwedens Wälder werden in Zukunft mehr und mehr so aussehen. Das tun sie ja im Moment. Die tun es ja schon. Also ich meine, das ist ja nichts, was jetzt gerade erst passiert, sondern schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Und es ändert sich nichts. Und jetzt wird es ziemlich windig hier. Ich weiß nicht, wie gut man mich noch hört, deswegen werde ich mal Schluss machen. Bis zum nächsten Mal.